Willkommen zur Videoanleitung des Patagona Price Monitors. Hier wollen wir den Export Ihrer Artikel in den Price Monitor über die Magento Extension erläutern. Nachdem Sie sich erfolgreich mit Ihren Daten angemeldet haben, werden hier die für Sie freigeschalteten Contracts angezeigt. Klicken Sie auf einen der Contracts. Wollen Sie für mehrere Plattformen Preisempfehlungen erhalten, werden diese in getrennten Contracts abgebildet. Nach Auswahl des gewünschten Contracts können wir jetzt zum nächsten Schritt übergehen. In der Regel werden alle Produkte für das Repricing ausgewählt. Unter dem Reiter Product Selection haben Sie aber auch die Möglichkeit, genau zu definieren, welche Artikel aus Ihrem Shop an den Price Monitor übergeben werden sollen. Um Ihr Produktsortiment einzugrenzen, können beliebig viele Gruppen definiert werden. Ihnen stehen hier alle Magento Standardfelder als auch die selbst konfigurierten Custom Fields als Auswahlkriterien zur Verfügung. Empfehlenswert an dieser Stelle ist ein separates Custom Field als Art Checkbox mit dem Namen Preisoptimierung oder Pricing anzulegen, um die gewünschten Produkte auf Artikelebene auszuwählen. Wir haben in diesem Beispiel das Custom Field Pricing gewählt für die Artikel, die in die Beobachtung mit aufgenommen werden sollen und in 2 Gruppen eingeteilt. Wählen Sie ein für Sie passendes Filterkriterium und klicken Sie im Anschluss auf das Pluszeichen. Jetzt nicht vergessen, die Änderungen zu speichern. Nun haben wir die Artikel ausgewählt, die exportiert werden sollen. Im Rahmen des Attributes Mapping werden nun die Pflichtfelder definiert, welche für das Repricing notwendig sind. Essentiell ist die Festlegung von Mindest- und Maximalpreisen. In diesem Beispiel haben wir die Auswahlfelder Cost für den Minimalpreis und Manufacturer's Suggested Retail Price für den Maximalpreis ausgewählt. Den Minimalpreis wollen wir um 30% anheben und nehmen den Faktor 1,3. Der Referenzpreis ist als Orientierungspunkt im Price Monitor gedacht. Im Standardfall benutzen Sie hierfür einfach Ihren aktuellen Verkaufspreis. Unter Custom Tags können Sie weitere Artikelmerkmale auswählen, die an den Price Monitor übergeben werden sollen. Wählen Sie ein Magento-Feld aus und geben Sie dem Tag einen Namen, unter dem er im Price Monitor erscheinen soll. Wichtige Attribute können zum Beispiel sein der Hersteller, Lagerbestand und Produktkategorie. Unter Product Export lässt sich das gewünschte Zeitintervall einstellen und damit, zu welchem Zeitpunkt die Artikel regelmäßig in den Price Monitor übergeben werden. Geben Sie das Startdatum ein und wählen Sie ein Intervall aus, in dem der Export laufen soll. Alternativ kann dieser Vorgang auch über Export Now manuell angestoßen werden. Jetzt haben wir den Artikel-Export eingerichtet. Im nächsten Schritt zeige ich Ihnen, wie Sie die Preisempfehlungen importieren können.